New in my collection, MJ Update on Tour. Ich war in Hamburg bei der großen Premiere von dem neuen Michael Jackson Musical. MJ, das Michael Jackson Musical, so heißt es. Ja, diese Tüte hier habe ich mitgebracht. Da ist alles drin, was ich da gekauft habe und mitgenommen habe. Und das zeige ich euch jetzt. Auf geht's! In MJ Update Folge 31 habe ich euch ja mitgenommen zur großen Musical-Premiere von MJ, das Michael Jackson Musical. Den Link baue ich hier bestimmt unten in der Videobeschreibung rein. Über 40 Minuten präsentiere ich euch da alles von der Premiere, wie ich da angekommen bin, welche Michael Jackson Fans ich vor Ort getroffen habe, welche Promis da waren und generell auch wie das Musical war. Das erfahrt ihr alles in MJ Update Folge 31 rund um die Premiere. Heute kommen die versprochenen Merch-Artikel, die ich dort gekauft habe. Eine ganze Tüte, aber bevor ich hier in diese Tüte reingreife, zeige ich euch erstmal meinen Hoodie. Den hatte ich ja auch schon an in dem Video, wo ich euch über die Premiere berichte. Hier ist das Logo eingebaut, MJ, das Michael Jackson Musical. Und hinten drauf ist nochmal das typische Motiv des Musicals zu sehen. MJ auf Zehenspitzen und wie ihr seht, ist das ein Kapuzenhoodie. Ich glaube, den gab es auch schon in London. Anfang des Jahres war ich ja bei der London-Premiere oder bei der ersten Preview in London dabei und da habe ich mir dieses T-Shirt gekauft. Das ist auch das offizielle MJ The Musical T-Shirt aus London. Das Motiv gab es auch hier in Hamburg, das werdet ihr auch da finden. Ich finde das nämlich richtig cool, cooles Motiv. Und das ist jetzt dazu der passende Hoodie. Und der Hoodie ist auch super weiches Material, fühlt sich richtig gut an. Der hat 65 € gekostet, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick hier in die Tüte rein. Ich greife jetzt einfach mal wahllos rein und zeige euch die einzelnen Sachen. Und damit fange ich an. Das gab es kostenlos an den Abend. King of Popcorn, Peanut Butter, Salted Caramel, 100 Gramm Popcorn. Also es ist einfach eine Popcorn-Mischung, ja, Karamell und Salz. Ich habe es nicht probiert. King of Pop und auf dem King ist noch der Smooth Criminal Hut drauf. Das Popcorn gab es dort und das war am Premierenabend umsonst. Weiter geht's. Noch eine zweite Packung habe ich mitgenommen. So, was haben wir hier noch? Ein Stapel Flyer habe ich in der Hand. Im Musical gab es den Aufruf, den gibt es auch nach wie vor. Es werden Kinderdarsteller gesucht, Kindercasting für MJ, das Michael Jackson Musical. Wenn ihr oder wenn du Michael Jackson Fan bist und möchtest gerne mal in seinem Musical mitmachen, kannst du dich hier bewerben. Kids Casting, Kinder werden von 8 bis 13 Jahren gesucht. Das steht hier auch auf Englisch drauf, weil natürlich die Kids auch Englisch singen, aber auf der Seite steht auch alles auf Deutsch drauf. Fortlaufende Castings, Anmeldung jederzeit. Seid mutig und melde dich. Werde Teil des neuen Musicals MJ in Hamburg. Schreib uns kinder.casting@stage-entertainment.de. Also vielleicht erreiche ich ja hier über den MJ Update Kanal Interessierte. Bewerbt euch. Also den Flyer habe ich mitgenommen und es ist nun mal ein offizieller Flyer vom MJ Musical und das macht es auch irgendwie zu einem Merch-Artikel, der irgendwie in die Sammlung muss. Hier habe ich noch eine Eintrittskarte. Die ist aber von meinem zweiten Besuch, den ich nicht wahrgenommen habe, weil ich war ja am Sonntag, den 1. Dezember bei der Premiere und hatte ursprünglich für Mittwoch, den 4. Dezember, ein Ticket gebucht. Und das konnte ich leider nicht realisieren. Ich musste mich entscheiden, gehe ich am Sonntag oder am Montag, weil ich hatte einfach nicht mehr genug Urlaubstage. Und daher habe ich dieses Ticket leider verfallen lassen, aber dafür war ich ja bei der Premiere. Also. Und noch einen ganzen Stapel voller Flyer vom MJ, das Michael Jackson Musical.
Da habe ich mir einfach mal einen Stapel mitgenommen, die lagen überall aus. Ja, das sind Werbebroschüren zum Musical ab Dezember 2024. Ich zeige euch mal eine ein bisschen näher. Ja, so ist innen drin das Musical und es ist einfach eine Werbebroschüre, wie sie wahrscheinlich auch in Hamburg an verschiedenen Ständern aushängt, wo eben Musical-Werbung gemacht wird. Ja, das sind eigentlich alles Sachen, die es umsonst gab, bis auf das Ticket. Hier habe ich jetzt eine Tüte. Das war auch gleich ja, eine Papiertüte, wo ich einen Teil meines Merch, den ich gleich zeige, auch transportiert habe. Ich war nämlich zweimal am Merch-Stand. Ich habe einmal so ein paar Sachen gekauft und dann hatte ich mir nochmal überlegt, eigentlich will ich noch ein paar Sachen holen. Und dann wurde es ja doch mehr, wie das dann meistens so ist. Es wird immer ein bisschen mehr. Und das ist eine offizielle Papiertüte von MJ, das Michael Jackson Musical. Und hier ist noch ein Aufkleber bzw. eine Marke dran von Stage Entertainment. Und zwar ist das die Marke von der Garderobe. Weil ich habe es natürlich an der Garderobe abgegeben und bin nicht den ganzen Abend mit den Tüten darum gerannt. Wenn ihr das Video gesehen habt, habt ihr mich ja auch tanzen gesehen und da hatte ich keine Tüte dabei. Das lag alles schon bei der Garderobe. Ja, eine Papiertüte. Was haben wir hier? Hier haben wir das offizielle Programmheft von MJ, das Michael Jackson Musical. Das ist auf einem Hochglanzmagazin, also Hochglanzpapier. Das Programmheft aus London, das ist auf Mattenpapier. Das ist ein bisschen rauer. Und das aus London, das ist auch gebunden. Das hat hier nicht diese spitze Bindung. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist als Buch gebunden. Also ist auch so ein Programmheft in diesem Design. Das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Aber das ist anders gebunden. Also da gibt es schon einen Unterschied zwischen den The Musical aus London und das Musical in Hamburg. Und von der Aufmachung her ist hier ein Vorwort drin. Da kommen also die Stage Entertainment Chefs, Vorstände dürfen was sagen. Das Theater an der Elbe wird vorgestellt und dann halt der ganze Cast ist hier mit aufgeführt. Die Drehbuchautorin von dem Musical Lynn Nottage. Die Songliste, alle Lieder, die verarbeitet werden, von Too Bad bis You Can't Win. Also da merkt man auch die breite Palette an Songs. Und dahinter beginnt der Cast rund um Bennett Monteiro, Prince Damien, Oxa, die Zweitbesetzung des Michael und J. Karim Jonka, auch Zweitbesetzung. David Huey, der Joseph spielt, Percy Moekzi, keine Garantie, dass ich die Namen richtig ausspreche, er spielt Barry Gordy. Und so weiter, so geht das hier durch. Also der gesamte Cast, die Swings, das sind die Background-Sänger. Der Kindercast ist hier mit drin. Das Kreativteam stellt sich vor. Das Management vom Theater. Das gesamte Team um das Musical. Und noch so ein bisschen Werbung. Und hier sehe ich auch gerade, hier sind noch meine ganzen Rechnungen von dem Musical sind hier auch drin. Ja, das ist das offizielle Programmheft von MJ, das Michael Jackson Musical. Weiter geht's. Oh, eine CD. Die offizielle CD, die habe ich allerdings nicht vom Musical, die hatte ich mir schon vorher gekauft. Die hatte ich mir bestellt, als die rauskam. Die ist jetzt hier leider nur in der, oder die ist nicht leider, die ist in der Tüte gelandet, weil ich gerade einiges vorbereitet habe für dieses lange Video von der Premiere. Da musste ich hier auch noch mal so zwischendurch reinschauen, um eben auch die Back-Offs, die Sprechpassagen, die ich aufgenommen habe, damit ich da auch nochmal mich informieren konnte, und deshalb habe ich die CD damit reingenommen. Aber es gibt eine offizielle CD, die kann man auch in Hamburg kaufen. Die hatte ich mir jetzt schon vorher bestellt und ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Ja, das ist die CD. Jetzt geht es aber weiter mit Merch, den ich mir tatsächlich in Hamburg gekauft habe. Hier haben wir einmal ein offizielles T-Shirt in Rot mit Michael auf Zehenspitzen,
MJ, das Michael Jackson Musical, steht auch hier hinten drauf im Nacken reingeprintet. In Größe M habe ich es mir geholt und ist eine Ergänzung zu dem T-Shirt hier aus London. Das ist ganz in Rot gehalten. Also ich fand das hier richtig cool und ja, irgendwie in London hatte ich es mir nicht gekauft, aber hier in Hamburg habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du das doch nochmal mit. Ein zweites T-Shirt habe ich mir geholt und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, das hier, das ist das Graue. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das hier gab es in London nicht. Das ist auch nochmal das Gleiche. In Grau gehalten, im Nacken steht hier nichts drauf. Dafür innen drin ist MJ, das Michael Jackson Musical, nochmal reingeprintet. Auf Deutsch. Und die Socken stechen hier natürlich hervor, weil die eben auch glitzern. Ich glaube, das kann man hier gar nicht so gut sehen, aber so, ja, so könnte man das sehen. Die funkeln, es funkelt und glitzert, die Socken. Also eigentlich auch richtig cool. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, in Rot und dann machst du die Kollektion komplett, dann nimmst du das auch nochmal in Grau mit. Und noch ein T-Shirt. Ja, es ist eskaliert. Ich habe es euch ja im Video gesagt. Ja, das ist das dritte Shirt aus Hamburg. Das vierte insgesamt, wenn ich das hier aus London mitrechne. Das fünfte mit dem Hoodie, den ich anhabe. Und das hier ist auch ein Motiv, dass man, wenn man das Musical gesehen hat, dann wird man auch dieses Motiv verstehen, das dahinter den Hintergrund bildet, rund um MJ. Es ist nämlich das Bühnenbild zu Thriller in der zweiten Hälfte, das hier drauf geprintet ist. Und auch hier war ich mir nicht mehr sicher. Ich habe allen gesagt, nee, das gab es in London nicht. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Vielleicht gab es das doch in London. Ich habe es nicht gesehen. Müsste ich mir auch nochmal das Video anschauen. Aber spontan würde ich sagen, dieses hier gab es in London nicht. Und ja, um die Kollektion komplett zu machen, habe ich es mir eben auch geholt. Und ich muss auch sagen, wenn es mal offizielles Merch in Deutschland zu kaufen gibt, habe ich mir einfach auch gesagt, ich kaufe das jetzt. Normalerweise bestelle ich ja immer aus den USA, aus UK, aus England. Und das ist ja immer verbunden mit Portokosten. Aus den USA zahlt man ja Unsummen an Porto. Das sind manchmal 20, 30, 40 Dollar, je nachdem. Meistens bestellt man da ja nicht nur einen Teil und dann wird das auch richtig teuer. Das heißt, es kommen immer mindestens 20 Dollar oder ungefähr 20 Euro Portogebühren. Und dann kommen noch Steuern dazu. Da muss man nochmal 10, 15, 20, je nachdem bei welcher Summe man ist. Man muss eigentlich immer dann nochmal mindestens 15 Euro Steuern dazu bezahlen, sodass man da immer 30, 40, 50 Euro an Porto, Versand und Steuergebühren hat. Und wenn es offizielles Merch von Michael Jackson in Deutschland zu kaufen gibt, ja, dann kaufe ich es halt. Kann ich nicht anders sagen. So, hier habe ich noch Socken. Die mache ich jetzt mal auf, um da reinzugucken. Da haben wir sie. Socken vom Musical und da seht ihr Michael auf Zehenspitzen und auf der anderen Seite MJ, das Michael Jackson Musical, eingebrandet und innen drin ist nichts. Das ist wirklich nur links, das ist der linke Fuß, das ist der rechte Fuß. Von der linken Seite sieht man das und von der rechten Seite das. Und das sind die offiziellen Socken, die glitzern auch in Silber und sind aus Baumwolle, ne? Also die fühlen sich eigentlich auch tragbar an. Die sind jetzt nicht so aus Polyester, wo man direkt Schwitzefüße bekommt, wenn man da einmal drin ist. Und die müssten eigentlich auch, die fühlen sich gut an. Ja. Ich bereue es nicht, sie gekauft zu haben. Hier haben wir noch das Bändchen von der Premiere. Bei der offiziellen Premiere gab es diese Bändchen. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. So so ist man da den Abend rumgelaufen. Stage Entertainment steht da drauf. Leider kein Print von MJ, das Michael Jackson Musical. Aber das war das Premierenbändchen. Und hier habe ich noch einen Magneten in der typischen Pose
MJ, das Michael Jackson Musical, steht wieder unten drauf. Der Rückseite schwarz. Kühlschrankmagnet, den man irgendwo dran pappen kann. Ja, den habe ich geholt. Und wir haben hier noch einen Anpin. MJ, das Michael Jackson Musical, steht wieder drauf. Und den kann man sich quasi an T-Shirt, an ein Bekleidungsstück irgendwo dran machen, wo man gerne etwas dran pinnen möchte. Das ist der offizielle Pin vom deutschen Musical. Und damit ist diese Tüte leer. Aber es ist nicht das letzte, denn diese Tüte ist gleichzeitig auch ein offizielles Merch-Artikel, ein offizieller Merch-Artikel. Hier seht ihr nämlich die offizielle Bag, die offizielle Tasche von MJ, das Michael Jackson Musical. Ich gucke immer noch mal drauf, ob da auch die deutsche Version steht. Und damit, hier steht es auch drauf, es steht wirklich überall das Michael Jackson Musical. Nochmal auf der Tüte gucken. Nee, auch. Es ist wirklich alles mit das Musical. Und ich glaube, das T-Shirt gab es dort zu kaufen und da stand The Musical drauf. Aber alle Sachen, die ich jetzt hier geholt habe, waren mit dem deutschen Namen bezogen. Und bei der Tüte könnt ihr hier auch nochmal wunderbar sehen, dass nämlich der Handschuh und die Socken auch wunderbar an Glitzern sind auf der Tüte. Und so macht das optisch auch richtig was her, dass das doch ein toller Artikel ist. Ja, das waren alle Artikel rund um MJ, das Michael Jackson Musical in Hamburg, die ich dort gekauft habe. Und damit war es das schon wieder für heute. Bitte liked und kommentiert diese Folge. Schreibt doch mal rein, ob ihr diese Artikel gut findet. Habt ihr einen Lieblingsartikel? Wart ihr auch schon im Musical? Hat es euch gefallen? Oder habt ihr Kritik? Gerne mal den Kommentarbereich nutzen. Wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt, gerne folgen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.